Hallo und herzlich willkommen hier auf Holocron Card. Wenn ihr neu hier seid, ich bin Nils und auf diesem Kanal schauen wir uns hauptsächlich Star Wars Unlimited Karten an und das machen wir auch heute. Denn wir sprechen mal darüber, wie teuer es eigentlich ist, wenn man kompetitiv Star Wars Unlimited spielen will. Damit meine ich nicht die ganzen Reisen zu den Planetary Qualifiern oder Store Showdowns oder Regional, Sector und Galactic Championships, sondern was kosten denn eigentlich so die Decks, die meta-relevant sind. Von daher, wir haben günstige Decks dabei, wir haben wahnsinnig teure Decks dabei, für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel vielleicht. Von daher, lasst uns gleich reinspringen und dann werden wir es herausfinden, was wohl das günstigste Deck ist. Wir orientieren uns dankenswerterweise wieder an den Daten des SWU Competitive Hubs, wo ja, wie schon im letzten Video am Montag erzählt wurde, wo alles zusammenläuft, was irgendwie mit Competitive Star Wars Unlimited zu tun hat. Deswegen kriegen wir hier auch eine Übersicht an allen Decks, die irgendwie in dieser Planetary Qualifier Season, in der wir gerade sind, gewonnen haben. Ich habe davon alle, die irgendwie so zumindest bis hier oben sind, rausgesucht, nach Preis sortiert und wir gehen vom billigsten bis zum teuersten hoch. Die Preise, die angenommen sind, sind die Deckpreise der SWU-DB. Das sind zwar die amerikanischen TCG-Player-Preise, was das amerikanische Äquivalent zu dem deutschen und europäischen Card Market ist, aber die Preise sind ungefähr vergleichbar. Wir gucken, wenn wir am Ende beim teuersten Deck angekommen sind, beispielhaft einmal, wie viel das denn kosten würde, wenn man sich das am Stück, wenn du noch keine einzige Karte hast, in Deutschland denn kosten würde. Aber ihr seht es hier schon vor euch. Das günstigste Deck, mit dem man kompetitiv auch in den Top 8 eines Planetary Qualifier landen kann, ist nur $34 teuer. Das ist das Jango Fett Target Town Deck, was den großen Fokus auf den Weltraum legt. Man könnte meinen, dass die Fats Fire Spray, dass das eine relativ teure Karte ist, weil so eines der Centerpieces dieses Decks ist, aber die kostet meines Wissens nach zurzeit in Deutschland ungefähr 1,60 € pro Karte. Das ist ja total fein, weil das ist auch nur eine Rare. Sonst sind hier nahezu keine, wenn überhaupt, ich glaube gar keine Legendary-Karte drin. Es gibt ein paar Rares, wie hier den Palpatine, die 3 Fire Sprays und die Triple Dark Raid. Gegebenenfalls ist die Triple Dark Raid sogar auch das mit teuerste, was du in diesem Deck finden kannst. Also, wenn du Bock hast, günstig in ein kompetitives Deck einzusteigen, dann ist dieses Jango Fett Deck der PQ Finalist aus Sao Paulo bestimmt das Richtige. Alle diese Decks findet ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt. Die nächste Verteuerungsstufe ist knapp schon 3-mal so viel, nämlich mit knapp 100 €, das Cat Bane Target Town Deck, was den zweiten Platz beim PQ in Curitiba gemacht hat. Noch nie gehört, wüsste ich auch gerne mal, wo diese Stadt liegt. Das werde ich nach diesem Video rausfinden. Das, was dieses Deck vor allem so teuer macht, ist vermutlich, dass hier eine Legendary-Karte, nämlich DJ, hier mit drin ist. Der Rest sind nämlich auch eigentlich eher Uncommons, eine Rare, nee, 2 Rares wie Besin, sonst aber auch Commons, die mit dabei sind. Die Xanadu Blood ist auch eine Rare, das könnte den Preis auch noch hochtreiben. Die Punishing One ist eine Uncommon. Und sonst sind hier auch fast nur Commons und Uncommons, noch hier noch eine Rare mit dabei. Das Sideboard hat noch Tori Calican mit dabei. Aber das ist es eigentlich auch schon. Wir haben hier noch die Shadowed Intentions, auch das ist eine Rare aus dem neuen Set, deswegen kann da der Preis gegebenenfalls auch ein bisschen höher sein. Aber das ist der dreifache Preis des günstigsten Decks. Also man sieht, wir kommen jetzt hier schon in fast ein wenig empfindliche Preisregionen. Aber, und das sagt uns auch, wenn man kompetitiv mitspielen will, muss man gar nicht 5, 6, 7, 8 Displays kaufen, sondern für den Preis bekommt man auch ein Deck, was kompetitiv mithalten kann. Wenn du das wirklich gut spielen kannst, dann kannst du im Finale landen und wenn du schon im Finale landest, dann kannst du auch gewinnen. Ein wenig teurer wird mit der
Top 4 vom Planetary Qualifier in Essen, das ist Quinlan Voss wieder Tarkentown. Wir müssen auch bedenken, das sind alles Rare Bases, die hier gerade drin sind. Deswegen mögen die auch ein bisschen mehr kosten. Da haben wir einen Preis von fast $150. Was macht's hier so teuer? Wir haben Cassian ist eine Uncommon, wir haben natürlich Tech mit dabei, wir haben Han Solo als Rare mit dabei, wir haben Plo Koon, das ist eine Uncommon, wir haben aber mit dem Millennium Falcon hier 3 Legendaries mit dabei, die, glaube ich, als ich die gekauft habe, 25 € pro Stück gekostet haben. Sonst sind hier aber eher günstige Karten mit dabei. Dann haben wir allerdings natürlich auch noch hier unten im Sideboard, das kann auch sein, dass das die Sachen sind, die es teurer machen. Hier haben wir auch noch mal mit Mace Windu eine Legendary. Wir haben noch mehr Han Solos da drin und dann addiert es sich hoch. Du kannst natürlich auch sagen, das Sideboard ist mir gar nicht so richtig wichtig. Geht auch ohne, was ich nicht empfehlen würde, um kompetitiv zu spielen. Aber trotzdem ist das auch schon mal ein guter Schritt. Und diese Karten hier, das sind Karten, die wirst du auch in Zukunft immer wieder gebrauchen können, weil es die zurzeit besten Karten in dieser Farbkombination sind. Wrecker zum Beispiel ist hier jetzt noch nicht drin, der würde aber eigentlich auch passen. Den sehen wir aber beim nächst teureren Deck, nämlich Sabine ECL, der Gewinner des Planetary Qualifiers in Vancouver. Auch hier wieder eine Rare Base, das kann den Preis schon mal ein bisschen in die Höhe treiben. Wir haben hier 3 Wreckers, 3 mal Rares. Wir haben hier 3 Legendaries von Potameron. 3 mal K2SO. Wir haben die Bright Hope, das ist aber, glaube ich, eine Uncommon. Dann haben wir hier mit dem Red 3 eine Rare. Wir haben das Darksaber, das sind auch 2 Legendaries, die da nochmal drin sind. For Cause I Believe in auch 2 Rares. Das kann sich dann schon ein bisschen hochsummieren und es summiert sich auf den Preis 190. Also schon fast das Doppelte des Cat Bane Decks. Hiermit hast du dann aber auch schon ein Deck, was wirklich hoch performant ist. Hiermit hast du dann aber auch ein Deck, was wirklich hoch performant ist. Das gewinnt zwar selten, ist aber wirklich sehr oft in den Top 8 vertreten. Und auch hier, das ist das, wie erwähnte, wenn man Brecker erstmal mit dabei hat, wenn man Poe erstmal mit dabei hat, dann hat man da auch schon einen guten Grundstock, um in der Zukunft sehr gute Karten weiter mit dabei zu haben. Weil ich glaube, dass Sabine auf absehbare Zeit erstmal noch oben mitspielen wird. Wenn man das Deck spielen möchte, was gerade ganz oben mitspielt und mit 25% die höchste Winrate hat, dann ist das doppelt gelb Han Solo 1 Deck PQ Champion von Alessandre Meneghezzo. Hier auch wieder 3 Millennium Falcons mit dabei. Man hat mit Enfys Nest eine Rare, Han Solo eine Rare, Zori Bliss eine Rare, Kira eine Rare. Man hat 3 DJs mit dabei, 3 Legendaries. Wir haben Spark of Rebellion, auch eine Rare. Und dann sind hier unten natürlich auch noch mal mehr Enfys Nest, bisschen Plo Koon und Co. Und natürlich hat man 3-mal das Cunning mit dabei, also eine von diesen Doppelaspektkarten, die heißt wieder Aspekt. Die sind grundsätzlich schon mal ziemlich teuer. Und ich glaube, neben Vigilance ist Cunning da dann auch die teuerste Karte. Hier bist du mit fast 200 € dabei. Also, wenn du Decks spielen willst, die auf jeden Fall immer mit da oben dabei sind, dann sind Sabine Green und Han Solo mit $200 schon mal sehr gute Starts. Hier muss man bedenken, Han Solo ist nicht so leicht zu pilotieren, wie es Sabine Wren ist. Aber wenn du sagst, 200 € und Zeit, die ich investiere, um dieses Deck wirklich viel zu spielen, komplett zu durchdringen, dann ist auf jeden Fall dieses Deck die absolute Empfehlung. Noch ein bisschen teurer ist die Han Solo Variante mit Tarkentown. Langsam aber sicher werden sich jetzt so Bilder ergeben, dass man die gleichen Karten immer wieder sieht, weil das sind halt die besten Karten, die es zurzeit in dem Kartenspiel sind. Also auch hier haben wir den Falcon, hier haben wir auch wieder Han Solo, hier haben wir einen Crate Dragon mit im Deck, hier haben wir Kira mit im Deck, hier haben wir wieder 2 DJs mit im Deck
und das landet dann am Ende bei etwas weniger, nämlich bei 146 Euro. Das habe ich falsch sortiert. Na gut, dann müssen wir jetzt durch. Hier verfasste immer ein bisschen überrascht, dass dieses Deck teurer ist. Aber wenn man Han Solo mit Tarkin Town spielen möchte, dann zahlst du dafür 150 Euro. Hat natürlich nicht die krass hohe Gewinnquote, die es Han Gelb hat. Aber man sieht daran einen Anführer, der dir ermöglicht, immer eins vor Curve zu sein, ist ein gar nicht mal so schlechter Leader. Das war bei Boba Fett ja auch nicht anders. Gucken wir, ob wir uns getan haben. Ja, 187 Euro ist Quinlan Energy Conversion Lab, also die Mischung aus Sabine und Quinlan. Und auch hier sehen wir dann Karten, die wir dann schon häufiger gehabt haben, aber hier geht es dann deutlich mehr in Richtung Jedi, nämlich mit der Legendary Ayla Secura. Wir haben Tech mit dabei, wir haben Kira mit dabei, wir haben auch hier wieder den Millennium Falcon mit dabei. Wir haben die General's Blade, U-Wing Reinforcement als relativ teure Karte, noch die Ahsoka Tano Unit und dann landet man bei einem Preis von 187 Euro. Aber hier wahnsinnig viele Unique-Einheiten. Das ist natürlich schlecht, wenn man gegen eine Leader-Einheit antritt, die relativ viel mit Bounties arbeitet und die dann auch noch mit Unique-Einheiten zusammen sehr synergieren. Welcher Leader ist das? Das ist Bossk. Der Gewinner des PQs in Essen vom vergangenen Wochenende, Bossk Grün. Hier, okay, Preis sehen wir gleich. Hier haben wir interessanterweise eine Off-Color-Karte drin, aber das habe ich im letzten Video erklärt, weshalb das hier Sinn macht. Aber was haben wir hier drin? Wir haben einen teuren Great Dragon drin, wir haben Emperor Palpatine drin, wir haben Maul drin, wir haben Vader drin, dreimal eine sehr, sehr, sehr teure Karte. Wir haben die Devastator hier drin und auch der Silencer, das ist auch nochmal eine Legendary. Ich glaube, die ist nicht so teuer. Ich glaube, das, was hier den großen Preisbatzen ausmacht, ist Darth Vader. Am Sideboard dann halt auch nochmal Great Dragon, nochmal Palpatine's Return und Relentless und wir landen dann bei 232 Euro. Also wenn einem sowas ein bisschen Soft-Controliges mehr liegt, ist man da ungefähr beim gleichen Preis wie bei Han Solo auch mit dabei. Noch ein ganz kleines bisschen teurer, bei knapp 250 Euro ist Emperor Palpatine, auch mit Cunning. Auch hier sehen wir wieder Darth Vader, hier sehen wir Maul, hier sehen wir Bossk, hier sehen wir die Devastator, hier sehen wir Change of Heart, das ist eine neue Karte, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Wir haben Cat Bane hier auch mit dabei, das ist auch eine teure Legendary aus dem aktuellen Set. Also da landet man dann auch schon bei 250 Euro. Aber es geht noch teurer. Und jetzt kommen wir so langsam aber sicher in die Ebenen oder in die Bereiche, wo es doch schon wirklich teuer ist und man vielleicht, wenn man einsteigen möchte, sich eher um die vorherigen gekümmert hat. Aber wenn man richtig Bock auf Control hat, dann ist sowas wie Iden Versio in Vigilance eine gute Idee. Was ist hier so teuer? Supreme Leader Snoke ist wahnsinnig teuer, weil das eine der Top-Karten in dieser Vigilance-Villainy-Farbkombination ist. Wir haben die Avenger mit dabei. Und das sind eigentlich so die beiden, die das hier so in die teure Richtung drücken. Wir dürfen natürlich auch den Super Laser Blast nicht vergessen, den haben wir auch noch mit dabei. Und sonst sind das an sich relativ günstige Karten. Dummerweise sind diese drei, also diese 9 Karten, Snoke, Avenger und Super Laser Blast, eigentlich essentiell für dieses Deck, weil du vorher verhinderst, dass dein Gegner irgendwas spielt und irgendwann spielst du dann Snoke, dann spielst du danach die Avenger und gegebenenfalls hast du vorher auch noch mal einen Super Laser Blast gespielt. Also das ist dann schon essentiell, dass wenn man das spielen will, dann sollte man auch das Geld in die Hand nehmen wollen, um eben diese Einheiten spielen zu können. Interessanterweise noch ein klein wenig teurer ist der Finalist aus Essen und der Gewinner aus Gütersloh, Mace Windu, Blau. Warum so teuer? Luke Skywalker als eine der Centerpieces in diesem Set ist zurzeit einfach aufgrund von wenig Reprint und wenig Set 1
eine teure und sehr begehrte Karte, weil wenn man Vigilance Heroism spielt, möchte man eigentlich auch dreimal Luke Skywalker dort mit im Deck haben. Das ist eigentlich so das große Ding in der Mitte. Natürlich haben wir Mace Windu's Lightsaber auch noch mit dabei als Rare. Obi-Wan Kenobi ist auch noch eine Rare. Steela ist eine Rare. Und das ist es eigentlich auch. Dann landet man nach Sideboard und Co., wo noch Crate Dragon, die Home One, auch noch eine Legendary und das Zillo Beast drin ist, als Rare, bei ungefähr 300 Euro. Also da sammelt es sich dann schon deutlich das Geld. Es geht aber noch ein klein bisschen teurer. Das ist Anakin Skywalker und die Crystal City, also eine normale blaue Basis. Da kannst du nehmen, was du möchtest. Aber da haben wir dann hier natürlich drin zweimal den Crate Dragon. Da haben wir dreimal Luke Skywalker drin. Da haben wir zweimal Poe Dameron drin. Da haben wir zweimal Poe Dameron drin. Das summiert sich dann auch schon hoch. Sonst hier unten ist eigentlich nichts mehr, aber nochmal knapp teurer, 309 Euro. Wir sehen, der Preis wird hauptsächlich von Luke Skywalker getrieben. 311 Euro hingegen kostet Qi'ra Lair of Grievous, also Qi'ra Command. Hier ist es wieder Darth Maul, was das teure ist. Wir haben Maul mit dabei, wir haben aber auch hier die Avenger mit dabei. Wir haben hier einen Super Laser Blast. Wir haben auch Snoke mit dabei, noch ein Super Laser Blast. Das ist das, wo die Kosten hierher kommen. Hier sehen wir es auch. Eigentlich kein Vigilance mit dabei, aber es sind zwei Off-Color Luke Skywalkers hier drin. Also auch die sind das, die hier den Preis so in die Höhe drücken. Finde ich interessant, ihn überhaupt mit dabei zu haben, aber es wird wohl gehofft, dass man möglichst schnell dann bei neuen Ressourcen ist, um ihn spielen zu können. Aber wir haben hier die Home One als Legendary, wir haben 3 Falcons, wir haben U-Wing Reinforcement, wir haben die Marauder, Bright Hope ist ein Uncommon und daher, genau, 2 Cunnings, daher landet man dann bei 331 Euro für Han Solo in Grün. Das zweiteuerste Deck ist wieder Cad Bane in Blau. Wir sehen langsam aber sicher, wo die Preise herkommen. Hier haben wir Snoke, hier haben wir Cad Bane, hier haben wir Bosk und Forlorn. Wir haben aber auch die Legendary Unit Boba Fett des Integrator, die haben wir ja auch zweimal drin. Wir haben die Avenger zweimal drin. Wir haben einen Super Laser Blast drin. Eigentlich auch ein schönes Deck. Und dann landen wir am Ende bei einem Preis von 350 Euro. Das teuerste Deck, was aber irgendwie gerade relevant ist, ist Krennic mit dem Energy Conversion Lab, also eine Rare Base. Wir haben hier 3 Vaders, wir haben Gideon Hask, wir haben Supreme Leader Snoke, wir haben 3 General Grievous, auch eine Legendary, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Wir haben 2 Avengers, wir haben den Super Laser Blast. Power of the Dark Side nicht so teuer, aber immer mit dabei. Noch ein Super Laser Blast, Relentless und Devastator und landen bei 337 Euro oder Dollar. Wenn wir das jetzt mal, diese Decklist, exportieren und bei Card Market importieren, dann landen wir, wenn wir diesen Shopping Wizard haben laufen lassen, bei einem Preis von 422 Euro inklusive Shipping Costs. Dafür hast du dann aber auch gemischte Karten zwischen Deutsch und Englisch mit dabei. Aber du kannst es auch günstiger haben, wenn du bereit bist, auch aus Nicht-Deutschland zu bestellen. Ich habe da persönlich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich warte noch immer seit 4 Wochen, 5 Wochen auf Post aus Italien und aus Spanien. Also wenn du der deutschen Post vertraust, dann sollte man das so einstellen. Aber dann hast du natürlich auch teilweise Glück, dass alles in einem großen Paket kommen kann. Aber hier hast du 3-mal Darth Vader, das kostet dich 50 Euro. Eine Avenger ist gerade bei 22 Euro. 2 Super Lasers bei 18 Euro. Grievous kostet so 16, 17, 18 Euro. Die Avenger 17 Euro. Was haben wir hier noch? Snoke kostet 2-mal 18 Euro, einmal 9 Euro. Und das summiert sich dann halt hoch. Interessanterweise spannend finde ich, dass hier bei diesem Verkäufer Palpatine's Return 2 unterschiedliche Preise hat. Aber hey, so ist es dann. Du kannst es vermutlich günstiger haben, wenn du zusiehst, dass du entweder
nicht nur in Deutschland kaufst oder auch bei verschiedensten Anbietern irgendwie zusammenkaufst. So, viel Geld von 33 Euro bis 373 oder 400 Euro. Ich würde persönlich empfehlen, wenn du wenig Interesse bisher an Competitive Play gezeigt hast, dann ist natürlich ein günstiger Einstieg wie hier mit Django das absolut Ideale. Da zahlst du keine 50 Euro, um dir alle diese Karten zusammenzukaufen. Dann hast du schon ein Deck, was kompetitiv mithalten kann und kannst das dann grinden und üben und üben und üben. Und dann sind auch Turniersiege drin, wenn du halt einfach genügend Zeit noch investiert hast. Das ist halt der nächste Faktor. Einerseits kostet die Karten Geld, andererseits kostet natürlich auch deine Zeit irgendwie Geld. Und das musst du gegenrechnen. Teurer als diese, wo ist der Preis? 200 Euro würde ich aber nicht gehen. Also wenn du sagst, ich will jetzt einsteigen, ich habe ein Budget von 200 Euro, dann nimm dir Sabine oder dann nimm dir gegebenenfalls auch dieses Deck vor. Aber wenn du Star Wars Unlimited beispielsweise noch nie gespielt hast, dann würde ich dir auch eher empfehlen, dass du mit Sabine anfängst, weil das ein richtig schönes Deck ist, was sich erstmal grundsätzlich ein bisschen von alleine spielt. So, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen guten Sabine-Piloten und sehr guten Pilotinnen, aber trotzdem ist das ja schon was, dieses Deck ergibt sich ein bisschen von alleine, was es denn von dir möchte. Während das Han Solo-Deck schon sehr darauf baut, dass du das grundsätzlich durchdrungen hast, wie dieses Deck funktioniert und worauf genau du es anlegen musst. Also, die besten und günstigsten Decks. Jango Fett, Tarkintown, Cat Bane, Tarkintown, Quinlan Voss, Tarkintown, Sabine ECL und Han Solo Gelb. Und wenn wir uns diese Meta nochmal anschauen, ist es Han Solo Gelb, es ist Sabine ECL, dann haben wir Boss Grün, dann haben wir Quinlan ECL, dann haben wir Anakin, Cat Bane, Jango. Also, das sind schon fast die Hälfte der Top 8. Da würde ich sagen, ist das einigermaßen okay, gerade preislich einzusteigen. Vor allem, wenn das hier nur 34 Euro kostet. Der nächste Schritt ist dann natürlich die ganzen Fahrtkosten und Co. zu den Planetary Qualifiern. Aber das ist mal so, das können wir jetzt gerade schlecht festlegen. Aber jetzt habt ihr mal ungefähr ein Bild davon gekriegt, wie teuer das denn überhaupt ist, um oben mitzuspielen. Und das kann teuer sein, das kann aber auch ganz günstig sein. Von daher schreibt es gerne in die Kommentare, wo ihr einsteigen wollen würdet, wenn ihr bisher noch keine Star Wars Unlimited Karte besitzt. Und von daher viel Erfolg auf den Planetary Qualifiern. Bis dann. Ciao.